Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit den beiden verschiedenen physikalischen Größen, mit denen die Ladekapazität von Batterien bzw. Akkus angegeben wird. Es ist interessanterweise so, dass hier tatsächlich zwei verschiedene Größen benutzt werden. Gegen Ende des Videos werde ich für ein Elektroauto einige interessante Daten anhand der angegebenen Daten der entsprechenden Akkus berechnen. Es gibt also diese beiden grundsätzlich verschiedenen Größen, mit denen man die Speicherkapazität von Akkus erfasst. Das ist einmal die Ladekapazität Q und andererseits die gespeicherte elektrische Arbeit W. Das heißt also, dass die Kapazität von Akkus häufig in Amperestunden angegeben wird oder aber auch in Kilowattstunden. Kilowattstunde ist die zugehörige Einheit zur Arbeit W und Amperestunde ist die zugehörige Einheit zur Ladekapazität Q. Was bedeuten diese Angaben nun? Wir sehen hier eine typische Autobatterie, die eine Ladekapazität Q von 40 Amperestunden hat. Abgebildet sind auch einige Kleinakkus. Dieser zum Beispiel hat eine Ladekapazität von 2000 Milliampere-Stunden, das ja nichts anderes bedeutet als 2 Amperestunden, die er speichern kann. Das sind jeweils Angaben für die Ladekapazität Q, jedoch nicht Angaben für die Arbeit W. Wie bereits gesagt, wird die Ladekapazität Q in Amperestunden oder auch Milliamperestunden angegeben. Diese Größe Q ist eigentlich die Ladungsmenge, die die Batterie aufnehmen kann. Herleiten kann man diese Größe sehr schön, indem man sich die Definition für den elektrischen Strom ansieht. Der elektrische Strom wird definiert als die Ladungsmenge pro Zeit. Stellt man nun diese Gleichung auf Q um, so steht da Q ist gleich I mal T. Als Beispiel Q gleich 20 Ampere mal 2 Stunden, das Ergebnis sind 40 Amperestunden. Ein typischer Wert, mit dem die Ladekapazität einer Autobatterie angegeben wird, 40 Amperestunden. Setzt sich also zusammen aus einer Stromstärke mal der Zeit. Daraus kann ich nun ableiten, dass diese Autobatterie in der Lage ist, 40 Stunden lang einen Strom von 1 Ampere zu liefern, Q gleich I mal T. 1 Ampere mal 40 Stunden ergibt genau diese Ladekapazität von 40 Amperestunden, die auf dieser Batterie angegeben ist. Oder sie kann bei einem Strom von 2 Ampere 20 Stunden lang diese Energie liefern. Ich kann auf diese Weise Akkus miteinander vergleichen, sofern sie die gleiche Spannung liefern. Das ist zum Beispiel bei Autobatterien in der Regel der Fall. Die haben in der Regel 12 Volt. Damit kann ich nun zwei Akkus für Autos leicht miteinander vergleichen. Wenn der eine 40 Amperestunden speichern kann und der andere 52 Amperestunden, dann ist natürlich der mit 52 Amperestunden der Akku bzw. die Autobatterie, die die größere Energiemenge speichern kann. Dieser Vergleich ist aber tatsächlich nur deshalb möglich, weil beide 12 Volt liefern. Ansonsten wäre dieser Vergleich ungültig, wie wir jetzt gleich sehen werden. Denn die Ladekapazität Q entspricht nicht der gespeicherten elektrischen Arbeit, die in einer Batterie bzw. einem Akku gespeichert werden kann. Die Leistung P ist bekanntlich W durch T. Stelle ich nun diese Gleichung um auf W, so steht da W ist gleich P mal T. P wiederum wird in der Elektrotechnik mit U mal I berechnet. Ich ersetze also das P hier in dieser Gleichung mit U mal I. So steht da jetzt, W ist gleich U mal I mal T. I mal T wiederum ist aber nichts anderes als die zuvor betrachtete Ladekapazität Q. Das heißt, die elektrische Arbeit, wie wir in dieser Gleichung sehen können, die in einer Batterie gespeichert wird, muss noch mit der Spannung multipliziert werden, wenn zuvor nur die Ladekapazität zum Beispiel in Amperestunden bekannt war, um auf die tatsächlich gespeicherte elektrische Energie in dem Akku bzw. der Batterie zu kommen. Die Ladekapazität Q berücksichtigt also nicht die Spannung und ist daher kein Maß für die elektrische Arbeit, die in einem Akku gespeichert wird. Zwei kleine Beispiele dazu. Beispiel 1. Ein kleiner Akku, der 2200 Milliampere-Stunden speichern kann, liefert in der Regel eine Spannung von 1,2 Volt und speichert damit tatsächlich folgende elektrische Arbeit ab, nämlich W gleich U mal Q, also 1,2 Volt mal 2200 Milliampere-Stunden, umgerechnet in Amperestunden 1,2 Volt mal 2,2 Amperestunden macht 2,64 Volt Amperestunden bzw. W gleich 2,64 Wattstunden. Das ist die elektrische Energie, die tatsächlich in so einem kleinen Akku gespeichert wird. Beispiel 2, eine Autobatterie
die eine Ladekapazität von 40 Ampere-Stunden hat und mit einer Spannung von 12 Volt arbeitet, hat tatsächlich die elektrische Arbeit W gleich U mal Q, 12 Volt mal 40 Ampere-Stunden, gleich 480 Volt-Ampere-Stunden bzw. 480 Wattstunden an elektrischer Energie gespeichert. Nun ist es aber häufig günstiger, statt der Ladekapazität Q die elektrische Arbeit W anzugeben, die in einer Batterie bzw. am Akku gespeichert werden kann. Das ist zum Beispiel bei Elektrofahrzeugen der Fall, wie wir gleich sehen werden. Grundsätzlich sollten Sie jetzt an dieser Stelle begriffen haben, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die Kapazität von Batterien anzugeben, nämlich einmal durch die Ladekapazität Q und andererseits durch die Arbeit W. Beides sind zwei verschiedene physikalische Größen. Befassen wir uns nun mit der elektrischen Arbeit W. Schließt man an einen Akku, der eine elektrische Arbeit von 480 Wattstunden gespeichert hat, ein Verbraucher mit der Leistung von P gleich 10 Watt an, so kann gemäß der Formel T gleich W durch P dieser 48 Stunden lang auf diese Weise betrieben werden. Wie bereits gesagt, wird bei Elektroautos in aller Regel nicht die Ladekapazität Q, sondern die elektrisch gespeicherte Arbeit W angegeben. Schauen wir uns nun ein konkretes Beispiel an und rechnen einige interessante Informationen aus diesen Angaben aus. Wir sehen hier den ID.3 Pro von VW, den ich am 28.11.2020 unter diesem Link recherchiert habe. Dort sind folgende Angaben gemacht worden. Die Batterie hat eine Ladekapazität von 48 Kilowattstunden. Hier sieht man schon, dass hier tatsächlich die Arbeit W angegeben worden ist und nicht etwa die Ladekapazität Q, denn die würde nicht in Wattstunden, sondern in Amperestunden angegeben. Die spiegelt sich auch hier nochmal wieder. Es handelt sich um eine Lithium-Ionen-Batterie. Der Kraftstoffverbrauch beträgt hier 13,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Damit wird hier nun eine Ladedauer von 6 Stunden und 15 Minuten angegeben, sofern mit einer Leistung von 11 kW geladen wird. Wird mit einer größeren Leistung geladen, zum Beispiel mit 100 kW, so verkürzt sich natürlich die Ladedauer. Das alles werde ich gleich einmal vorrechnen, wie man von da nach da kommt. Es ergibt sich hier eine Reichweite von 300 bis 420 Kilometern bei vollgeladenem Akku. Ich habe nun also einige Daten aus diesem Datenblatt entnommen, zum Beispiel der Akku kann eine Arbeit W gleich 58 Kilowattstunden speichern. Das Fahrzeug benötigt W 100 13,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die Ladeleistung kann zum Beispiel 11 kW betragen, das entspricht dieser Angabe. Damit lässt sich nun zum Beispiel die Reichweite des Autos bestimmen. Die Strecke S ergibt sich aus der elektrischen Arbeit, die der Akku speichern kann, geteilt durch die elektrische Arbeit, die er auf 100 Kilometern umsetzt. Damit ergeben sich in diesem Fall 58 Kilowattstunden geteilt durch 13,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Damit komme ich auf einen Faktor von 4,32 mal 100 Kilometer macht 432 Kilometer. Die angegebenen 300 bis 420 Kilometer sind demnach also recht realistisch angegeben. Tatsächlich hängt natürlich wie bei allen Fahrzeugen der Verbrauch sehr stark von der Fahrweise und natürlich auch sehr stark davon ab, ob Sie zum Beispiel die Heizung einschalten oder nicht. Das ist gerade bei elektrischen Fahrzeugen ein wichtiger Faktor. Die Ladedauer TL lässt sich nun berechnen, indem ich die Formel W gleich P mal T umstelle auf die Zeit T. T ist damit W durch P. Damit ergibt sich für die Ladedauer TL gleich W durch PL 58 Kilowattstunden geteilt durch 11 Kilowatt. Eine Ladedauer von 5,27 Stunden. Die hier mit 6 Stunden und 15 Minuten angegebene Ladezeit ist etwas höher. Dabei wird wahrscheinlich berücksichtigt, dass die Ladegeräte Ladeunterbrechungen vornehmen, denn es ist für einen Akku sehr ungünstig, wenn er einfach permanent mit der gleichen Leistung, also sprich dem gleichen Strom, aufgeladen wird. Die Ladevorgänge sind sehr viel komplizierter und dadurch dauert das Ganze etwas länger, als sich aus dem oben betrachteten theoretischen Wert ergibt. Wenn man eine größere Leistung einsetzt, um den Akku zu laden, verkürzt sich natürlich die Ladedauer, wie oben bereits gezeigt. Auf der Internetseite mobilityhouse.com ergibt sich bei einer Ladekapazität von 48 Kilowattstunden für diesen Akku und einer Ladeleistung von 11 kW, genau der Wert, den wir oben ausgerechnet haben, nämlich die Ladezeit von 5 Stunden und 20 Minuten. Zum Schluss möchte ich noch einmal berechnen, welche Kosten sich bei dem Betrieb dieses Fahrzeuges pro 100 Kilometer ergeben. Das kann man aus den angegebenen Daten recht leicht errechnen.
sofern man den Arbeitspreis kennt, der pro Kilowattstunde zum Laden der Batterie anfällt. Mit einem Arbeitspreis von 28 Cent pro Kilowattstunde, das ist im Jahr 2020 ein recht realistischer Wert, ergibt sich hier, die Kosten für 100 Kilometer ergeben sich aus der Arbeit, die pro 100 Kilometer von dem Fahrzeug umgesetzt werden, mal den Kosten für eine Kilowattstunde macht 13,4. Das sind ja gerade die 13,4 Kilowattstunden, die das Fahrzeug auf 100 Kilometer benötigt, wie oben in dem Datenblatt angegeben, mal den 28 Cent pro Kilowattstunde. Damit komme ich auf einen Preis von etwa 3,75 €, die fürs Laden der Batterie und den Betrieb des Fahrzeuges über 100 Kilometer erforderlich sind. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen den Unterschied dieser beiden Größen, die benutzt werden, um die Kapazität von Batterien anzugeben, nahebringen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.